Wow. Was ich einmal vorstellen wollte, ich bin eine weiße Cis-Frau ohne Migrationserfahrung und spreche heute nur für mich persönlich. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ihr, liebes Orga-Team, uns allen eine Stimme gebt und unsere Perspektiven sichtbar macht. Hey, ich bin Hannah, ich bin 23 Jahre alt, Klimaaktivistin und ich studiere hier am Uniklinikum in Essen Medizin im 7. Semester. Und wenn es nach der AfD ginge, würde es mich so nicht geben. 2022 wurde bei mir eine seltene Erkrankung diagnostiziert. Ich bin also einer der vielen Menschen, die im Laufe ihres Lebens mit dem Thema Behinderung konfrontiert werden und eine der wenigen, bei der es schon sehr früh passiert ist. Im Moment bin ich in meinem Alltag mit dem Rollator unterwegs. Ich könnte also darüber reden, wie nervig Vorurteile sind oder warum ihr bitte nicht vor dem abgesenkten Bordstein parken sollt. Aber mir geht es heute um mehr. Uns ist klar, dass wir noch lange keine inklusive Gesellschaft sind, aber was bedeutet das eigentlich? In einer Zeit, in der Parteien wie die AfD in den Parlamenten sitzen und offen menschenfeindliche Politik betreiben. Die AfD und Leute wie Friedrich Merz reißen nicht nur die sogenannte Brandmauer zu den extremen Rechten ein, sondern auch die Hoffnung auf eine Welt, die wirklich für alle da ist. Wenn man sich anschaut, was Wenn man sich anschaut, dass Björn Höcke zur Inklusion sagt, dass sie eine Ideologie sei, die uns angeblich allen schade, oder wie Inklusion in den Wahlprogrammen der AfD fast gar nicht vorkommt, dann wird klar, diese Partei hat keinen Platz für Menschen mit Behinderung. Das ist nicht nur eine politische Aussage, das ist ein Angriff auf die Würde von uns allen. Denn wenn Sie von Leistungsgesellschaft sprechen, schließen Sie ganz gezielt all jene aus, die nicht in Ihr enges normatives Bild passen. Sie ignorieren die Vielfalt menschlicher Lebensrealitäten und werten diejenigen ab, die ihre Vorstellung von Normalität und Nützlichkeit nicht erfüllen. Statt die Gesellschaft inklusiver zu gestalten, fordern Sie Strukturen, die Menschen systematisch unsichtbar machen und ausgrenzen. Das betrifft nicht nur mich persönlich, es betrifft alle, die von den gleichen Mechanismen der Diskriminierung betroffen sind, sei es aufgrund von Behinderung, Geschlecht, Herkunft oder sozialen Lebensumständen. Deshalb brauchen wir mehr denn je jetzt Solidarität zwischen uns, die für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung kämpfen, und allen, die in dieser Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Denn auch die Klimakrise ist nicht nur eine Umweltkrise, sie ist eine soziale Krise. Und wie alle Krisen betrifft sie diejenigen am härtesten, die jetzt schon kämpfen. Menschen mit Behinderungen, Menschen in prekären Lebenslagen, marginalisierte Menschen, Menschen, deren Stimmen immer und immer wieder unsichtbar gemacht werden. Barrierefreiheit und Inklusion sind nicht irgendwelche Extras, die man in einer besseren Welt irgendwann mal umsetzt. Basically der Maßstab dafür, ob wir diese Welt noch retten können. Also lasst uns heute laut sein, gegen die AfD und gegen all jene, die Menschen wie mich systematisch ausgrenzen wollen. Für eine gerechte und eine inklusive und eine lebenswerte Zukunft. Danke.